Da ist das Ding. Da ist das Ding. Koenigsegg Jesko, 1600 PS, 8 Zylinder, Warenwert ca. 5 Millionen Euro. Im Frachtflieger nach Dubai. Omid Muassen verkauft Luxusautos weltweit. Wenn da was zerkratzt wird, dann reden wir sofort von Hunderttausenden Euro. Und da müssen wir natürlich extrem vorsichtig sein. Nils Hartwig baut Flugzeuge aus Lego in Eigenregie, ohne Anleitung und Pläne. Wie viel Teile hat das? 7100. 300 Stunden. Okay, Wahnsinn. Bremsen, Lenken, Ausweichen, Sicherheitstraining für Gepäckwagenfahrer. Gefühlvoll bremsen, Hände 3 Uhr, 9 Uhr, weil sonst kann das hier passieren. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größten Flughafen. Der Frankfurter Flughafen ist der größte Umschlagplatz für Luftfracht in Europa. Jeden Tag starten und landen hier tonnenweise Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch, Medizin und Maschinen und Autos. Dieser unscheinbare Lastwagen transportiert eines der teuersten Autos der Welt. Und er hat's bestellt. Omid Muassen. Er handelt mit Luxusautos. Am liebsten mit den edelsten Marken der Welt. Ja, Aufregung pur. Es ist ja wirklich ein ganz, ganz seltenes Auto. Wir haben einen Warenwert von 5 Millionen Euro, den wir transportieren. Da schlägt auch mir noch mal das Herz höher. Den Sportwagen kennt er nur von Fotos. Ich sehe ihn heute tatsächlich zum ersten Mal. Ist das normal in dieser Preisklasse? Kaufen ohne Probefahrt? In unserer Branche tatsächlich ja. Es ist ja ein Netzwerk, man kennt sich untereinander in der Regel und da funktioniert das über Telefon und E-Mail und dann findet die Überweisung statt und dann wird schon der Transport in Auftrag gegeben. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Ja, ein Koenigsegg Jesko, 1600 PS, 8 Zylinder, Warenwert ca. 5 Millionen Euro. Von dem Fahrzeug sind bislang keine 20 Stück weltweit ausgeliefert worden. Und wir haben hier eines, das wir tatsächlich anfassen dürfen. Das ist schon Aufregung pur. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Auto, allein schon der Heckspoiler hier hinten. Sieht ja aus wie ein riesiger Anker. Eine schwedische Marke. Die Stückzahl ist limitiert. Das ist Nummer 1. Rückblick. Eine Woche zuvor in einer Kleinstadt in Südhessen. Das Paradies für den Geldadel ist in Virnheim. Ein Traum voller Träume für die Oberschicht. Die Zentrale von Omid. Das ist unser Hauptverkaufsraum. Unser Gelände erstreckt sich hier auf knapp 7000 Quadratmetern. Wir haben hier über 100 Autos verteilt. Und hier in unserem Hauptshowroom steht kein Auto, das unter 1 Million Euro wert ist. 6 Millionen, 2 Millionen, 4 Millionen, 1 Million, die gibt's umsonst. Wer diesen Wagen kauft. Hier stehen wir vor 2 Bugatti Chiron. An alle Millionäre und Milliardäre dieser Welt wurden die Autos handverlesen und es wurden nur 500 Stück gebaut und ich habe gerade 2 von 500 bei mir stehen. Es ist das schnellste Fahrzeug der Welt, 16 Zylinder, 1500 PS und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 440 km/h. Jedes dieser Autos hat einen Wert von knapp 4 Millionen Euro. So viele Millionäre auf 4 Rädern. Kann er noch ruhig schlafen? Ich kann damit relativ entspannt umgehen, muss ich sagen. Wir haben hier einen Warenwert von ca. 50 Millionen Euro in Summe stehen. Ich glaube, man muss das auch ausblenden können, sonst würde man Burnout kriegen. Also ich kann hier abends abschließen, Alarmanlage aktivieren und schlafen gehen. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, sagt Omid. Für seinen Traumjob hat er hart und ehrgeizig gearbeitet. Ich bin 1986 im Iran geboren, in Teheran. Wir sind dann nach Deutschland gekommen, 1987, während des Iran-Irak-Kriegs, quasi als Flüchtlinge. Mein Vater war im iranischen Militär, ist desertiert im Krieg, weil er sehr westlich orientiert war.
Dann sind wir nach Deutschland gekommen und im Prinzip, ich will nicht sagen, dass ich als Kind arm war, aber wir waren soziale Unterschicht, nennt man das heute. Wir waren Migranten. Ich konnte mir als Kind vieles nicht leisten, wovon ich geträumt habe. Auch Dinge, die Klassenkameraden hatten, die wir einfach nicht darstellen konnten. Ich war immer satt, ich war immer sauber angezogen, aber für Markenklamotten etc. hat es nicht gereicht. Und zu Marktzeiten, wenn Geld da war, dann hatte der Papa ein Auto für 5.000 Mark. Und wenn kein Geld da war, dann musste er das Auto verkaufen. Mit Jobs als Türsteher und im Callcenter finanziert er sein Studium, Finanzdienstleistung. Sein Vater und er handeln zunächst mit Baumaschinen. Mit 20 verkauft Omid die ersten Autos. Vor 10 Jahren gründet er das Autohaus in Viernheim. Mittlerweile zählt er zu den größten Luxushändlern weltweit. Ich habe meinen besten Freund als Geschäftspartner. Wir sind seit 1997 beste Freunde, also da saßen wir in der 5. Klasse nebeneinander und das machen wir bis heute genauso weiter. Und da ist blindes Vertrauen und wir haben das gerockt. Also Ihre Kunden vorwiegend Männer, Millionäre, Milliardäre, Pop- und Rockstars, Profisportler, Scheichs und reiche Autosammler. Omid fährt privat ein E-Auto und einen Geländewagen, keinen Sportwagen. Also mit den Sportwagen, die schaue ich mir unheimlich gerne an, aber es passt im Moment nicht so ganz in mein Leben, da ich ja auch 3 kleine Mädels habe und ja, da ist Sportwagen. Ich habe kaum Zeit, die Autos zu fahren. Ich kann sie mir anschauen, ich kann sie genießen, ich verkaufe sie sehr gerne, aber ja. Die Creme de la Creme der Luxusmarken stehen in seinen Hallen. Nach einer Schönheitskur mit Politur im Partnerbetrieb nebenan werden die PS-Geschosse zum Flughafen transportiert. Stammkunden und Milliardären überreicht er die Schlüssel auch schon mal persönlich. Wenn ich beispielsweise mal in Dubai Kunden treffe und dann so vom Burj Al Arab oder so bin, um dann dort meine Termine mit den Kunden wahrzunehmen, dann schaue ich mir so die Autos an und denke mir, habe ich auch in Viernheim, habe ich auch in Viernheim, haben wir auch in Viernheim. Ja? Und das ist dann so ein Moment, wo man dann sagt, cool. Ich würde sagen, ich fange jetzt an, die Autos wieder aufzuräumen. Die müssen ja jetzt alle wieder irgendwo untergestellt werden. Na dann, gute Fahrt. Danke. Aber Vorsicht, diesen Wagen gibt's nur 250 Mal. Zurück zum Königseck. Der Luxuswagen soll per Luftfracht zum Kunden nach Dubai. Möglichst ohne Kratzer. Allein wenn ich mir hier die Front aus Carbon anschaue, das sind schon Gegenwerte von Wohnungen, muss man sich vorstellen. Also wenn da was zerkratzt wird, dann reden wir sofort von Hunderttausenden Euro. Und da müssen wir natürlich extrem vorsichtig sein. David Klima ist Lkw-Fahrer. Seit 15 Jahren transportiert er Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce. An Aufträgen mangelt es nicht, sagt Spediteur Christian Steindorf. Wir haben zwischen 25 bis 50 Autos pro Woche, die wir fliegen und dann Richtung Dubai, Saudi-Arabien, Hongkong, Kambodscha, Vietnam, also eigentlich alle Herrenländer. Die Lieblinge seiner Kunden liefern sie bis ins Wohnzimmer. Hier ein Beispiel aus Dubai. Alle Nobelmarken vertreten und dann meistens halt gleich 4, 5 Stück von einem Modell. Für jeden Wochentag eine passende Farbe. Ein Hobby ohne Sinn und Geldmangel. Premiere für Trucker David. Heute darf er einen Königseck fahren. Nicht lange, aber immerhin 10 Meter. Vom Anhänger auf die Straße. Es ist schon was Besonderes. Ja. Du musst ja trotzdem runter. Alleine kommst du nicht runter. Ne? Wir müssen helfen. So, ganz kurz. Ja. Ja, was ist hier unten? Das Superauto streikt. Die Ursache eher banal. Der Tank ist leer. Das zeigt jetzt auf 0 an. Vorher ein Viertel, jetzt 0.
Das 5 Millionen Euro Auto scheitert an 10 Euro, genauer gesagt an 5 Litern Sprit. In solchen Notfällen rufen sie die mobile Tankstelle. Ja, kannst du noch mal mit 5 Litern vorbeikommen? Vom teuersten Auto zum größten Flieger. Ein Airbus A380 der Lufthansa. Ein seltener Gast in Frankfurt. Die Giganten sind in München stationiert. Sie landen hier nur noch zum technischen Check. Grund genug, ihn nachzubauen. Über 1 Meter lang und breit und 36 Zentimeter hoch. Das größte Passagierflugzeug der Welt als Lego-Modell. Und er ist der Architekt, Nils Hartwig aus Osthessen. 7100 Teile, alle nur gesteckt, nichts geklebt. Na, das wäre ja auch gegen die Ehre der Lego-Bauer. Kleben geht gar nicht, sagt der A380-Fan. Für seinen Traumflieger hat der Zahntechniker monatelang Legosteine gesammelt. Nur die eckigen Standardsteine, nicht die mit den Rundungen. In Eigenregie ohne Bauanleitung steckt er zusammen, was irgendwie zusammengehört. Ein halbes Jahr lang, mehr als 300 Stunden Arbeit. Es gibt viele Modellbauer, die das aus irgendeinem Kunststoff oder so machen. Ich wollte mal was ganz anderes machen, einfach aus Klemmbausteinen, aus diesen Legosteinen das Ganze probieren. Seine Lego-Story beginnt vor 12 Jahren, daheim in Wippershain bei Bad Hersfeld. Es sollte eigentlich mehr so ein Projekt zu Hause sein, aber letztendlich dann, wo ich gemerkt habe, das wird immer besser, das könnte man vielleicht ausstellen, habe ich dann Kontakt mit der Fraport aufgenommen. Und der Flughafenbetreiber ist begeistert, leiht sich das Modell und stiftet eine Glasvitrine für den detailgetreuen Nachbau. Die Fenster sind exakt genau mit der Anzahl wie bei der Originalmaschine der Lufthansa. Diese Heckflosse, das ist noch das alte Logo, was ja noch vor 12 Jahren aktuell war. Die Lufthansa, die hat das natürlich auch noch mal genau geguckt, dass das so passt von der Farbe, dass ich jetzt hier nicht irgendwas verfälsche. Hier musste die Folie geschnitten werden, weil ich hier so einen kleinen Versatz in dieser Maschine habe. Dieser Schriftzug, den musste ich also schneiden und ein bisschen zweiteilig aufkleben. Aber sonst ist wirklich alles originalgetreu und wie gesagt auch der Name Frankfurt am Main für die erste Maschine. Das war halt so die Idee, wenn auch die zu bauen, die erste Maschine der Lufthansa. Nils Hartwig hat die Idee für den Nachbau am 19. Mai 2010, so gegen nachmittags. Lufthansa tauft ihre erste A380 auf den Namen Frankfurt am Main. Es kam dann auch so, dass ich zu der Taufe genau dieser Frankfurt am Main direkt dabei war. Dieses Datum war der Startschuss für den Bau. Da habe ich dann überlegt, Pläne zu machen, mit Lufthansa Kontakt aufzunehmen, um genau die Abmessungen zu bekommen. Seit 12 Jahren steht sein Flieger im Terminal 1. Jetzt muss er umziehen. Chefsache. Erster Akt, Rollout aus der Vitrine. Wir konnten es nicht drinnen lassen, weil durch das Verrutschen könnten Steine abbrechen. Mitarbeiter des Flughafens unterstützen ihn. Die Vitrine ist viel zu schwer. So 100 Kilo, ja. Ich hab's. Sein Lego-Projekt hat er selbst finanziert. 5.000 Euro. Brechen Teile ab, müsste die Maschine in die Werft nach Wippershain. Das Umzugsprojekt wäre vorerst gecancelt. Ohne Stützen verbiegen sich die Tragflächen. Sie könnten sogar abbrechen. Für den Transport müssen sie jedoch weg. Das ist schon etwas, aber es hält trotzdem, man kann es sehen. Theoretisch würde es so halten, aber ich hatte echt die Bedenken, dass es mit der Zeit sich nach unten biegt. Und das ist so die optimale Form der Tragflächen. Ja, gut, dann haben wir das und dann, denke ich, können wir sie in die Kiste heben. Aus Schaumstoff und Styropor für den turbulenzfreien Transport. Ich hoffe, dass das alles passt, weil das Flugzeug war ja jetzt nun mal hier am Frankfurter Flughafen. Ich habe es nicht testen können. Das wird nachher noch mal spannend. Passt da alles? Sind diese Styroporteile auch alle an der richtigen Stelle? Und dann wird es, denke ich, hoffe ich, sicher drüben ankommen. Im Terminal 2. Aber ob alles gut geht? Vom weltweit größten Lego-Flieger zu einem der teuersten Autos der Welt. Ein Königseck. Die Edelmarke aus dem schwedischen Ängelholm
will nicht anspringen. Ihm fehlt Sprit. Die mobile Tankstelle ist schon im Anflug. Autos als Luftfracht sind eine Gefahr. Deswegen dürfen nur wenige Liter im Tank sein. Hier wohl etwas zu wenig. 5 Liter sollten reichen für 1600 PS. Genug, fast leer. Start des Hypercars, zweiter Versuch. Der Wagen steht schief, melden Warnsensoren, außerdem Tür zu. Der Königseck hat seine eigenen Regeln. Kein Einzelfall, sagt Autohändler Omid. Es gibt ja jetzt den Aston Martin Valkyrie von Aston Martin, das ist auch so ein Hypercar. Und da ist es so, dass man das Auto im Stadtverkehr nicht bewegen darf. Also der Wagen darf nicht über mehrere Minuten mit unter 70 km/h gefahren werden, weil sonst der Motor überhitzt. Ja? Und das bei einem Auto für über 3 Millionen Euro. Bei mir ist gut. Ganz umweltbewusst rollt der Wagen vom Laster. Muss man schieben, oder? Ja. Der Königseck Jesko kann auch CO2-neutral. Alter Schwede. Start des Hypercars, dritter Versuch. Endlich, der 8-Zylinder kann in die Frachthalle. Ein Fall für Omid Moassem. Ein Spezialtraining braucht der Fahrer wohl nicht. Im Prinzip kann das jeder. Doch der Schalensitz in Jesko ist schon die erste Herausforderung. Weißt du, wo ich den Sitz feststelle? Gefunden. Also elektrische Sitzfeststellung, funktioniert. Gang rein und ab geht's. Jetzt dürfen wir nichts mitnehmen, aber es sieht gut aus, oder? Das ist doch Hollywood-tauglich sogar fast, wie das aussieht mit der offenen Tür, so an der Eisdiele vorbeifahren. Was natürlich die Sicht extrem einschränkt, ist, wenn man mit offener Tür fährt. Autos dürfen nur auf speziellen Paletten ins Flugzeug. Zentimeterarbeit für Omid. Weiter, 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 weiter. Stopp! Und wie war die kurze Fahrt? Man hat unheimlich viel Ehrfurcht, wenn man dann hier drin sitzt. Man will ja nirgendwo drankommen. Gerade hier, ne? Ich fahre mit offener Tür und hier habe ich so eine scharfe Kante. Stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn ich jetzt die Tür hier mitnehme. Ja. Ab jetzt übernehmen die Experten für Luftfrachtlogistik. Sie verzuren den Wagen, durchsuchen ihn nach gefährlichen Gegenständen, erstellen die Frachtpapiere und unterstützen den Zoll. Noch schnell ein paar Fotos für Omids YouTube-Kanal und für Davids Fotosammlung. Also es ist noch nicht erledigt. Ich werde dann in wenigen Tagen hinterher fliegen, dann noch mal vor Ort alles prüfen, den Kunden dann auch noch mal bei der Einfuhr helfen und dann natürlich mit dem Kunden anstoßen und feiern. Und dann geht es wieder zurück nach Viernheim für mich ins Autohaus und fleißig weiter Autos verkaufen. Ab geht's. In 12 Stunden startet der Flug nach Dubai. Das Frachtticket liegt im Auto. Mobilität mal ganz anders ist im Westen zu erleben, beim Sicherheitstraining für Gepäckwagenfahrer. Jürgen, du fährst nur mit einer Hand. Peter, das war mein Hütchen. Ja, sieht schon etwas besser aus. Und noch ein Durchgang. Jawohl, schön nach vorne schauen. Sehr gut. Jürgen, sehr gut. Das sieht schon wesentlich besser aus.
Trainer Michael Korb in seinem Element. Alles für die Sicherheit. Und deshalb heißt Sicherheitsabstand ist das höchste Gebot, was wir hier haben. Bremsen, lenken, ausweichen. Die Themen in seinem 4-Stunden-Kurs. Sein Ziel? Unfälle vermeiden. Meine Flughafenkarriere hat vor 29 Jahren bei der Luftfracht angefangen damals. Dann hatte ich einen schweren Sportunfall, Schienenwadenbein gebrochen, Nagel im Knie bis zum Knöchel. Ich wollte unbedingt wieder arbeiten gehen, bin dann durch Zufall in den Arbeitsschutz gekommen. Und bitte Start. Nur wer einen Vorfeldführerschein besitzt, darf auf dem Gelände fahren. 2 Tage Fahrschule, Theorie und Praxis mit Prüfung. Okay, und gleich wieder durch. Die Leute bringen halt manchmal wirklich die Situation vom realen Straßenverkehr hier aufs Vorfeld. Aber wir haben hier deutlich mehr Fahrzeuge, die Sonderfahrzeuge sind. Feuerfrei. Hektisches Fahren unter Zeitdruck bedeutet Unfallgefahr, weiß der Trainer. Einfach mit Ruhe und Gelassenheit weiterfahren. Das ist für mich das Wichtigste. Okay, und der letzte Durchgang bitte. Okay, diesmal war ich's. Ich habe ein Hütchen umgefahren. Die Schlepper wiegen 5 Tonnen. Nur wer die Wagen beherrscht, kann sicher fahren, sagt Jürgen Notnagel. Ich bin schon lange nicht mehr mit dem Fahrzeug gefahren. Ja, mindestens mal ein halbes Jahr. Und ja, damit ich wieder sicher werde, damit ich sicher fahren kann, ohne andere zu gefährden, mich aufzufrischen. Ja, und hier ist abgesperrte Fläche. Kann mir nichts passieren, kann keinem was passieren. Und ich bin dann wieder am Schluss sicher. 8 Stunden sitzen sie täglich am Steuer. Jawohl. Jürgen, aber nicht auf die Pylonen schauen. Michael sieht alles. Muss auf jede Situation eingestellt sein. Wir haben hier so viele Fahrzeuge, ein riesen Flughafen, viel Flugverkehr. Ja, und die Leute wollen ja auch ihre Koffer am Zielflughafen. Sie wollen ihr Koffer, wenn sie zurückkommen, haben. Und da müssen wir sicher ordentlich fahren. Ist schon eine Herausforderung. 100.000 Gepäckstücke transportieren sie pro Tag. Jawohl, Admir, das sieht sehr gut aus. Danke. 2000 Fahrzeuge sind täglich auf dem Vorfeld unterwegs. Unfälle sind selten, kommen aber vor. Mir ist einfach wichtig, weil ein Mensch sich immer wieder in eine gewisse Routine reinkommt, ja, dass wir regelmäßig Auffrischungskurse anbieten, neue Übungen, neue Situationen. Wenn ein Unfall mal passiert ist, was jederzeit passieren kann, dass man aus diesem Unfall was lernt. Was kann ich in Schulungen reinbringen? Wie kann ich es vermitteln? Okay, Fahrzeuge aus und bitte wieder zu mir kommen. Anfang des Jahres ist ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. Er hatte einen Unfall mit so einem Gepäckwagen. Sobald ein Mensch, und ich habe schon so einige Unfälle so mal gesehen, wo ein Mensch mal verletzt wurde, die machen mich schon betroffen persönlich, weil ich auch da... Weil ich auch einfach da sehr nah am Wasser gebaut bin, ja, und ich finde halt, der Mensch ist das wichtigste Kapital, er hat nur ein Leben und deshalb setze ich auch so viel Energie hier rein. Sorry, aber das ist bei mir so. Weil ich habe die Unfallbilder vor mir gesehen, ja. Okay. Wo müssen wir denn eigentlich das Lenkrad führen? Wie müssen wir denn die Hände haben? Stell dir mal eine Uhrzeit vor, wie ich sie jetzt hier habe. 9 Uhr, 3 Uhr. Genau. Hände immer 3 Uhr, 9 Uhr haben und immer beide Hände am Steuer. Wir fahren das 3-mal jetzt noch mal da durch, okay? In die Fahrzeuge, 3-mal bitte. Danke. Und noch ein Thema ist Michael Korb wichtig. Falsch eingestellte Sitze sorgen für Hals-, Rücken- und Kopfschmerzen. Und bei einem Unfall ist das Verletzungsrisiko wesentlich höher. Und wir haben hier am Lenkrad Verstellmöglichkeiten. Vorsicht, hier kannst du dich eventuell verletzen. Für große und für kleine Personen. Da würde ich es ungefähr mal lassen.
Jetzt machen wir das einfach hier ein bisschen zu. Und Jürgen, wenn du jetzt fährst, bitte mit der Anschnallen, weil der Anschnallgurt muss auch drin sein. Okay. Das war was Neues, ja. Ich bin jetzt 23 Jahre hier. Das erste Mal, dass ich gezeigt bekomme, dass ich überhaupt ein Lenkrad einstellen kann, die Höhe und Winkel. Jürgen, bist du soweit? Komm, auf geht's. 3-mal durch. Zurück zum Umzug des weltweit größten A380 aus Lego. 12 Jahre stand der Flieger im Terminal 1, jetzt der Umzug ins Terminal 2. Lego-Bauer Nils Hartwig will seinen Flieger heiler abliefern. Eine Herausforderung. Die Transportbox steht bereit, der Abbau kann beginnen. Ich muss die Triebwerke abmachen. Die sind zwar alle gleich, aber ich denke mir, durchs Abnehmen werden nicht alle Steine gleich abgehen. Somit muss ich die ein bisschen nummerieren, dass wir auch wissen, welches Triebwerk von den 4 an der richtigen Position ist. Ein Abbau nach Plan. Triebwerk 1, 2, 3 und 4, sodass ich dann wieder weiß, wo ich es zurückstecken kann. Da haben wir schon das erste, aber das geht ganz gut. Es bleiben natürlich immer noch ein paar Steine hängen, das finde ich aber jetzt nicht schlimm. Wir wissen ja genau, wo sie hinkommen. Seit Monaten hat er alles für den Umzug geplant. Nichts will er dem Zufall überlassen. Sieht gut aus. Mehr kann er nicht abbauen. Das würde den Flieger zerstören. Der muss jetzt in die Box. Wir hoffen nicht, dass nichts zerbricht hier. Ob sie noch hält, ich bin mal gespannt. Gucken wir noch mal. Wir heben es jetzt hier an, wirklich vorsichtig, dass da nichts passiert. Ich fasse es lieber hier vorne an. Ist schon reichlich schwer, das hätte ich nicht gedacht. Das sollte eigentlich passen. Und wird auch alles abgestützt, also passt noch. Alles gut. Bitte anschnallen. Gilt heute auch für Lego-Modelle. Ja, dann können wir starten, oder? Macht einen guten Eindruck. Das kriegen wir hin. Gesichert und auf der Vitrine verlässt der Flieger seine alte Position. Richtung Ausgang. Ja, ich weiß nicht, ob es für die Vitrine jetzt gut ist, wenn da so ein Riesenschlag kommen würde. Die Maschine an sich ist ja hier gut gesichert. Hier ist nur ziemlich viel los, dass wir hier gut durchkommen. Müssen wir mal gucken. Dankeschön. Der neue Standort, Eingang Besucherterrasse im Terminal 2, nur 2 Kilometer entfernt. Ich glaube, da kommt das Modell ganz gut an. Vor allem, weil dort jeden Tag viele Menschen vorbeikommen. Jetzt muss der Flieger erstmal sicher reinkommen in den Lastwagen. Müssen wir es drehen? Okay. Ja, links. Nur, wie ist so ein riesen Lego-Flieger am besten verstaut? Da hinten wird es ein bisschen eng. Nochmal Stopp kurz. Alle wirken ein wenig nervös. Nee, wir stellen ihn runter. Ups, na? Das ist ja super geschützt hier, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wir haben jetzt tatsächlich eben noch mal überlegt, holen wir das Modell raus, weil sie ein bisschen Angst haben, dass die Steine hier im LKW rumpurzeln. Aber ich habe auch gesagt, ganz ruhig, das liegt ja ganz gut drauf. Und wir werden es jetzt hier vorne wahrscheinlich so ein bisschen festzurren, damit es so schön am Boden frei liegt und dann dürfte da auch nichts verrutschen. Das erste Mal, dass am Flughafen ein Lego-Flieger überhaupt geschleppt wird. Ready for Takeoff. 2 Kilometer Kurzstrecke liegen vor Ihnen. Wie geht's dem Fahrer? Geht. Also ist schon okay. Also ich fahre jetzt ganz vorsichtig rüber, muss nur bei den
Hübbeln hier ein bisschen aufpassen. Aber sonst denke ich mal, wir haben das ordentlich festgemacht. Wird nichts passieren. Auch nicht mal. Na dann, guten Flug. Oder besser gesagt, gute Fahrt. Und bis gleich. Vom Tiefflieger zurück zum Fahrsicherheitstraining im Westen. Und kommt. Achtung. Kalender. Sobald das Fahrzeug in der Kurve durch ist, musst du wieder einlenken. Das sind schon verrückte Fahrzeuge. Fahrsicherheitsexperte Michael Korb trainiert Slalomfahren und Bremsen mit Anhängern. Da hinten hängen so rund 10, 12 Meter dran. Das heißt, in Kurvenbereichen ist enorm die Geschwindigkeit zu reduzieren. Bei Nässe kann der letzte Wagen ausschlagen und so weiter. Okay, nächste Übung, Männers, ist jetzt Bremsen. Und komm. Sobald meine Hand runtergeht, wird gebremst. Jawohl, und beim nächsten Mal gehen wir richtig rein. Und komm, Jürgen. Mal gespannt, wie die Bremsen funktionieren bei dem Fahrzeug. Alles, was du hast, bitte reinsetzen, aber mit Gefühl bremsen. So. Stopp, stopp, kommt mal bitte alle zu mir. Ich glaube, ich habe stark gebremst. Notbremsung, ja, das passiert dann. Genau das eigentlich, was nicht passieren darf. Der Jürgen ist mit der Geschwindigkeit unverändert hergefahren, hat volles Rohr in die Bremse reingetreten. Ihr seht selber, da unten ist die Bremsspur zu sehen. Die Kraft von den Dollys hat sich auf den ersten Dolly draufgeschoben. Die Dollys haben 500 Kilo hinten einer, 500, 1000, 1500 haben hier auf diese Deichsel geschlagen. Bremsen ohne Gefühl. Das kann teuer werden. In diesem Fall ein kleiner Schaden am VIP-Shuttle. Zum Glück keine Verletzten. Kein Fluggast musste seinen Flug verpassen. Gefühlvoll bremsen, Hände 3 Uhr, 9 Uhr, weit vorausschauen zu fahren. Ja, weil sonst kann das hier passieren. Und das können wir nicht zulassen, okay? Fahren wir die Einheiten wieder hinter und wir kommen zur nächsten Übung. Diesmal Zielbremsen. Die Wagen müssen vor den Hütchen zum Stehen kommen. Auf geht's! Genau an den Hütchen, da ist die Aufgabe zu bremsen. Okay, steigt mal bitte aus. Die anderen beiden können auch mal zu mir kommen. Bremsen mit Augenmaß ist das A und O am Flughafen. Wichtig für Fahrer, sagt der Trainer. Und wir können Flugzeug beschädigen, wir können in ein Triebwerk reinrauschen, was wir alles nicht wollen. Und wir können unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter direkt auf Position gefährden. Okay? Wie müssen wir drauf treten? Und so tretet ihr bitte jetzt auf das Bremspedal. Ich möchte, dass der Bremsweg von 4 bis 5 Meter, wo wir hier haben, deutlich kürzer wird. Okay? Ja. Danke. Sehr gut. Bitte. Danke. In der Gepäckabfertigung arbeiten mehr als 6000 Menschen. Sie alle zu schulen, würde Monate dauern. Aber vor so einer Kulisse kein Problem, sagt der Mann aus Obereschbach. Ich habe jeden Tag nur Flugzeuge um mich herum. Ich mag die Flugzeuge. Aber ich war noch nie in einem Airbus 380 drin. Solange es den hier schon gibt. Aber irgendwann gehe ich mal rein. Okay, wir können starten. Fahrzeug Nummer 1 und komm. Und wie findet Jürgen Notnagel das Training? Ja, es war immer eine Steigerung. Aber ich merke, ich werde immer sicherer in dem Fahrzeug. Aber Vollgas, ich weiß nicht. Krieg ich das so hinbekommen? Ja, geht doch. Jawohl, Jürgen, sehr gut. Und der nächste.
Immer wieder dieses Hütchen. Immer wieder dieses Hütchen. Und komm. Was macht der Lego-Flieger? Ist er noch heile? Terminal 2. Hat der A380 die vielen Schlaglöcher und Bodenwellen gut überstanden? Lego-Bauer Nils Hartwig ist gespannt. Sieht gut aus. Sind alle Teile noch dran? Super. Noch ist der Transport nicht zu Ende. Okay. Vitrine und Flieger müssen noch durchs Terminal und dann hoch in die 4. Etage. Vorsicht, weiter geht's. Okay. Wir fahren jetzt mit dem Aufzug, habe ich gerade gehört. Und gucken wir mal, ob die da reinpasst. Bin ich mal gespannt. Hallo. Zentimeterarbeit. 6 Erwachsene und ein Airbus. Sollte passen. Hervorragend, ich bin begeistert. Die nächste Hürde, die geklappt hat, nee, aber läuft doch gut. Nach einer Stunde sind sie sicher gelandet. Am Eingang der Besucherterrasse. Wir werden sie jetzt hier reinstellen und werden das Flugzeug so platzieren, dass es uns hier von hier so anguckt. Dass dann wirklich von jeder Seite noch geguckt werden kann. Doch dafür müssen die Uniformen aus den Anfangsjahren des Flughafens einen Meter nach links. Und die Vitrinen haben Streifen. Wir haben jetzt hier doch noch so ein paar Stellen. Gucken wir mal, ob wir das abkriegen und dass er einfach wieder schön glänzt. Sicher, dass das, weil das geht doch nicht weg. Oder? Das ist doch schmierig, oder? Mal kurz gucken. Das ist wirklich wie so, das ist wie so die Oberfläche, ja. Das ist so. Ja, es ist mir schon wichtig, dass es gut aussieht, aber es ist doch perfekt. Auch sein Flieger bekommt eine Grundreinigung. 12 Jahre alter Staub muss weg. Mit Pinsel ungefährlich. Kann auch nichts passieren, das ist ja alles gesteckt. Anfassen darf den Flieger übrigens nur Nils. Knifflig jetzt das Aufsitzen und Ausrichten der A380. Wichtig ist, dass sie jetzt wirklich stabil steht, weil man sieht jetzt schon, die ist nicht so ganz austariert. Wir haben hier so ein bisschen Gewicht nach hinten durch diese große Heckflosse. Als erstes muss er wieder die Stützen anbringen, damit sich die Tragflächen nicht verbiegen. Und so ein paar Teile haben sich doch ein bisschen verformt. Die müssen wir noch ein bisschen in Position rücken. Der Rest ist ja über die Räder abgestützt. Wir haben ja vorne dieses Rad am Bug der Maschine und dann noch mal diese 4 mittleren Räder unterhalb der Tragflächen. Und die steht jetzt eigentlich richtig stabil. Also so kann man sie lassen. Dann sind die Triebwerke an der Reihe. 1 bis 4. Kaum ist der Aufbau fertig, kommen schon die ersten Besucher. Hallo. Hallo. Wie viele Teile hat das? 7.100. 7.100. 7.000. Wie lange hat er dafür gebraucht, wollen die Männer wissen? 300 Stunden. Okay, Wahnsinn. Ja, Toll aus. ja, danke. Sehr schön. Ja. Ciao. Das ist so eine ganz tolle Bestätigung, dass man alles richtig gemacht hat.
Wenn es einfach Leute jetzt sehen und haben Spaß daran oder sagen, Mensch, mit der bin ich schon geflogen oder so, oder finden das Modell gut. Und vor allem, was auch schön ist, wenn die Kinder hier vorbeigehen und sich die Nasen an der Vitrine platt drücken. Dann endlich die letzten Handgriffe. Jetzt müssen wir ein bisschen rufen. Glaskuppe drauf und fertig. Oder? Doch, sieht richtig gut aus, gefällt mir echt gut. Ganz toll, ja. Also jetzt bin ich echt zufrieden. Nils Hartwig hatte Anfragen von anderen Airlines, ihre Flieger nachzubauen. Bis jetzt ist noch nichts daraus geworden. Sein aktueller Lieblingsflieger? Die Boeing 787, der Dreamliner. Den würde er gerne mal nachbauen. Die Pläne hat er schon. Also es wäre umsetzbar, aber mal gucken, es kostet halt auch sehr, sehr viel Zeit und mal schauen. Lust hätte er und neue Ideen entdeckt er jedes Mal, wenn er auf der Besucherterrasse steht. Es gibt noch so viel nachzubauen. Vom Lego-Traum zum Traumauto. Teure Autos verladen sie hier täglich. So einen hatten sie aber noch nie. Einen Koenigsegg mit 1600 PS. 116 PS hat der Schlepper von Ohan. Porsche und Rolls-Royce hatte er schon am Haken. Einen Schweden noch nicht. Der macht sich gleich bemerkbar. Die Alarmanlage. Jeder Ruck löst sie aus. Abschaltbar ist sie nicht. Ob mit oder ohne Hupe, der 5 Millionen Euro teure Flitzer fällt auf. So oder so. Da muss man lange arbeiten. Im Schneckentempo zum Flieger. Bloß kein Kratzer jetzt auf den letzten Metern. Ohan besitzt auch ein Auto. Ja, Was für einen? wie will ich sagen? Astra. Ein Opel. Neu ungefähr so teuer wie eine Felge vom Koenigsegg. Der Frachtflieger nach Dubai. Nach 20 Minuten ist das Ziel in Sicht. Beruhigt hat sich der Schwede nicht. Er blinkt und hupt munter weiter, als wolle er sagen: Hallo, da bin ich. Der Lademeister informiert die Piloten. Sie haben heute 2 Luxusautos an Bord. Zuerst laden sie den Schweden, später noch einen Schwaben. Der Transport kostet knapp 10.000 Euro. Peanuts für den Besitzer. Lademeister Guido Schäfer schickt fast jeden Tag europäische Autos in die Wüste. Ganz so oft haben wir das jetzt nicht. Diese Koenigsegg, da hatte ich jetzt mal einen neulich drauf auf dem Flieger. Aber der ist schon ganz besonders. Der Nummer 1 von 125. Also da hat sich einer, glaube ich, einen kleinen Traum erfüllt. Die Airline kommt täglich mit einer Frachtmaschine nach Frankfurt. In den vergangenen 12 Monaten transportierten sie 135 Autos von Frankfurt nach Dubai. Ein neuer Rekord. Okay, das Theater kennen wir schon. Der Wagen freut sich wohl auf den Flug. Natürlich im weltweit größten Frachtflieger mit 2 Triebwerken. Drunter macht das eh nicht. Und gebucht hat er ganz vorne, erste Reihe. Fast wie Business Class. Auch und insbesondere bei diesem teuren Wagen ist die Ladecrew vorsichtig. Der Rest ist Standard. Dass die ordentlich verzurrt sind, dass die richtig halten. Dass die dann im Flieger auch da stehen, wo sie hingehören. Nachher kommt ja noch ein Auto. Da ist es ein Mercedes Brabus für schlappe 640.000 Euro. Wird schon erwartet. Stört die Alarmanlage eigentlich die Piloten? Wird so bleiben, aber mir hat mal eine Cockpit-Crew gesagt, dass die das nicht hören während des Flugs. Das wäre wohl so schalldicht hier, wenn die Tür zu ist, nach vorne, dass die das gar nicht hören würden. Die Piloten sind startklar. 60 Tonnen Fracht sind an Bord. Maschinen, Lebensmittel und
2 teure Autos. In 6 Stunden wollen sie am Dubai International Airport landen. Jetzt ist er weg, der Königseck. Ab morgen steht er beim Scheich. Der ist ja reich.